večer, ráda bych vás přivítala na dnešním čtení. Dnes vystoupí rakouská spisovatelka Margit Schreiner, která bude číst ze své knihy Heißt, což v překladu znamená něco jako zlom nebo porušení domovního míru. Margit Schreiner vystudovala v Salzburgu psychologii a germanistiku, svá studia ale přerušila kvůli svému 3letému pobytu v Tokiu v Japonsku, kde se podle svých slov stala spisovatelkou. Debutovala koncem 80. let sbírkou 15 milostných povídek Die Rosen des Heiligen Benedikt, druže svatého Benedikta. Dnes se věnuje především próze, rozhlasovým a divadelním hrám. Dobrý den, ist richtig? Ja, sehr richtig. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Brno bin. Ich lese das erste Mal in Tschechien, obwohl ich schon in einigen Anthologien mit tschechischen und österreichischen Autoren wir zusammengearbeitet haben. Dobrý den, jsem ráda, že jsem tady v Brně, jsem poprvé v Česku, ačkoliv, ještě jsem v Česku teda nečetla, ačkoliv ve svých antologiích často spolupracuji s rakouskými a českými autory. Ich werde aus Hausfriedensbruch einen Querschnitt lesen. Was man vielleicht vorher wissen muss, ist, der Cumulus, der da drinnen vorkommt, ist ein Massagestuhl und Spitzboden ist ein nicht begehbarer Dachboden. Da schläft die Protagonistin drin. Tak přečtu právě různé úryvky z této knihy a co se musí možná vědět předtím, než se do toho čtení pustíme, je, že Spitzboden je výraz pro určitou půdu, která není normálně schůdná, ale právě hlavní protagonistka tam musí spát a potom cumulus je slovo pro masážní křeslo. An einem Mittwoch ist er geliefert worden. Bruno war wieder einmal nicht zu Hause. Schröder 2 und Haslinger haben ihn gebracht. Er muss sehr schwer gewesen sein. Die Kerle, die ihn brachten, sind ja kräftig. Und es dauert bis in den letzten Stock. Aber selbst Schröder und Haslinger waren verschwitzt, als sie im 4. Stock bei mir angekommen waren. Ich schätze, er wiegt 150 Kilo, mindestens. Und wir haben keinen Lift. Schröder 2 ist eigentlich ein Spitzname, den ihm der Haslinger gegeben hat, weil der angeblich dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler so ähnlich sieht. Er heißt eigentlich Maximilian Schuster und ich finde, er sieht viel besser aus als der ehemalige Bundeskanzler. Ich kochte für alle Kaffee. Sie erzählten mir dann, dass sie vor Jahren nach einer Wette einen ihrer Freunde, einen Schwergewichtsboxer, von der Boxhalle in Ebelsberg bis nach Kleinmünchen getragen hätten, im Triumph. Aber der Boxer sei immer noch leichter gewesen als mein Cumulus. Es kommt jetzt natürlich darauf an, dass ich ihn gut bei uns integriere. Ich meine, die Wohnung hat nur eine begrenzte Zimmeranzahl. Und ich will ihn nicht bei meiner Tochter oben unterbringen, allein wegen des Lärms in der Nacht. Die Zimmerwände im 1. Stock sind alle dünn und dementsprechend lärmdurchlässig. Julia sagt, wenn sich im Gästezimmer jemand im Bett umdreht, wacht sie schon auf. Darum schlafe ich ein Stockwerk tiefer in der Abstellkammer. Es hilft nichts, er muss bei mir unten bleiben. Jederzeit zu meiner Verfügung. Aber so ein Koloss kann dir natürlich andererseits die ganze Wohnung versauen. Frankenstein ist nichts dagegen, ästhetisch gesehen. Meine Tochter hat gleich gesagt, als sie damals in Kitzbühel bei einem Filmprojekt mitgespielt hatte, hätten sie auch so einen gehabt in der Luxusvilla. Echt krass hässlich, hat sie gesagt. Aber auch echt nützlich. Er hätte für Entspannung gesorgt. Schließlich habe ich in der Wohnung eine eigene Ecke für ihn geschaffen. Hauptsache, er hält mich fit. Immerhin muss ich Tag für Tag gegen 330.000 Neuerscheinungen pro Jahr anschreiben. Auch wenn die Biografie eines x-beliebigen Ex-Bundeskanzlers die Buchcharts anführt, der Internetkonsum die Zeitungslektüre und womöglich bald auch die Buchlektüre überholen wird, der Film zum Buch im Kinoranking und nun auch das Buch zum Film im Buchranking ungebrochen an der Spitze bleiben und Juroren und Rezensenten und Moderatoren und so weiter Autorinnen und Autoren werden. Da kannst du gar nicht fit genug sein. Tag für Tag und besonders Wochenende für Wochenende lese ich in den Literaturbeilagen mit Entsetzen von den neuen Büchern der Kollegen. Alle unheimlich produktiv und selbstsicher.
So an den Haaren herbeigezogen kann eine Story gar nicht sein, dass der Kollege nicht felsenfest davon überzeugt ist, ein Meisterwerk geschaffen zu haben. Das musst du heute auch sein, weil in jedem mickrigen Persönlichkeitstraining erfährst du ja, dass niemand von deiner Sache überzeugt sein kann, wenn du es nicht selbst bist. Aber umgekehrt stimmt die Sache natürlich nicht immer. Von mir aus kann so ein Kollege von seinen Schnapsideen überzeugt sein, wie er will, mich überzeugt er damit noch lange nicht. Es wird mir nämlich sehr schnell langweilig bei diesen Kunsthandwerksbüchern, die da heute der Reihe nach erscheinen und gelobt und gepriesen werden, dass du nur so mit den Ohren wackelst. Und die Jungs featuren sich noch gegenseitig. Da lobt der eine den anderen, wer weiß wie, über den grünen Klee, und jeder Insider weiß, dass die beiden beste Freunde sind. Aber es gibt nicht nur die besten Freunde, es gibt auch die besten Literaten weit und breit. Und es ist wahrscheinlich immer ein schönes Gefühl, wenn man selbst bestimmt, wer das ist. Eine Lobby ist eine Gruppe von Gleichgesinnten oder besser, eine Gruppe von Menschen, die gleiche Interessen hat. Ein wirklicher Schriftsteller hat naturgemäß keine Lobby, weil niemand hat die gleiche Gesinnung wie er. Und Interessen hat er auch keine. Darum ist er ja Schriftsteller geworden. Interesseloses Wohlgefallen. Siehe Immanuel Kant. Nicht einmal Einzelgängertum schützt vor Kitsch und Kunsthandwerk. Da gibt es unzählige Beispiele. Der Einzelgänger glaubt nämlich oft nur, dass er wahnsinnig einzelgängerisch ist, und in Wirklichkeit ist er sagenhaft angepasst, aber mit den Händen auf dem Rücken und der Nase in der Luft. Zur Schau gestellte Bescheidenheit und innere Hochnäsigkeit liegen ja bekanntlich ganz nahe beieinander. Aber ich will mich da jetzt nicht hineinsteigern. Nur andeuten, wie deprimierend die Literaturbeilagen sein können. Es kann natürlich auch ganz anders sein. Du liest in der Literaturbeilage einer Zeitung über das neue Buch eines Kollegen und bist begeistert. Schon während du den Artikel liest, fühlst du dich angeregt. Du springst hoch, stürzt zu deiner Schreibmaschine, um dir Notizen zu machen, und plötzlich ist die Blockade da. Hart, metallен, geradezu unüberwindbar. Du weißt nicht mehr, was du gerade noch anregend fandest, Stoff, Inhalt und Form zerfallen dir im Kopf wie Zuckerwatte im Mund. Zurück bleibt ein süßer Geschmack auf der Zunge und Übelkeit. Es wird die allgemeine Sinnkrise sein, die alles so erschwert. Besonders natürlich das Schreiben. Alles schon 1000-mal geschrieben, sagt sich der Schriftsteller in der Sinnkrise. Was soll ich dem noch hinzufügen? Er verlegt sich dann auf die Form, weil da hat er noch die größere Hoffnung, etwas Neues bieten zu können. Aber was die meisten Schriftsteller für das Neueste halten, ist ja meistens auch schon ein alter Hut. Die Romantiker haben eigentlich schon alles ausgelotet. Bleibt nur die Verpackung, das Rundherum. Die Werbung lehrt uns, wie man das macht. Es darf gar nicht um die Sache selbst gehen und auch nicht um ihre Form. Trotzdem muss irgendwie nebenbei sozusagen das Produkt durchschimmern, das jeder dann kaufen will. Aber wie ich schon vor 30 Jahren dem Herrn von der Arbeiterkammer, mittlerweile ist er in Pension, ich nicht, der meinen Beitrag zum Literaturwettbewerb aus formalen Gründen nicht annehmen wollte, gesagt habe, stelle ich Literatur her und keine Klodeckel. Ich mache deshalb keine Produktwerbung. Und das ist bis heute meine Überzeugung. Obwohl ja der Klodeckel im Gegensatz zur Literatur wenigstens zu etwas Nütze ist. Das muss auch einmal gesagt werden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass das schon immer so war. Denken Sie nur an die literarischen Salons und was für ein Kitsch und Quatsch da immer schon vorgetragen wurde. Oder die literarischen Zeitschriften, Gartenlaube und so weiter. Da darf man sich nicht wundern, dass es das heute auch noch gibt. Nur eben in anderer Form. Weil irgendwann haben die Deutschen und die Österreicher entdeckt, dass Schriftsteller anderer Länder weitaus witzigere und unterhaltsamere Bücher schreiben, und da haben sie sich gedacht, heben wir die Trennung zwischen U und E auf und schreiben wir auch witzige und unterhaltsame Bücher. Nur, das gelingt halt nicht immer. Was dem Engländer möglicherweise im Kolonialblut liegt, muss dem Deutschen noch immer nicht unbedingt aus der Blockwartmentalität herausspringen. Naturgemäß lege dem Österreicher der Krimi am meisten, allein schon wegen seiner blutigen Vergangenheit. Mord und Totschlag sind ihm vertraut, auch die Verdrängung derselben. So ein Krimi soll ja dem Leser Genuss bereiten. Da ist es ja geradezu günstig, wenn der Autor alles verdrängt und unzählige Geheimnisse hütet. Sonst würde ja niemand so einen Krimi aushalten.
Es gibt unter den sogenannten literarischen Krimis ja mittlerweile alle Unterformen. Den antifaschistischen Krimi, den historischen Krimi, den Professorenkrimi, den feministischen Krimi, den Krimi-Reiseführer, den besonders blutrünstigen Krimi, den Krimi mit dem besonderen Understatement, den avantgardistischen Krimi, den Gourmet-Krimi und so weiter. Du bist ja heute geradezu literarisch ausgegrenzt, wenn in deinem Buch kein Mord vorkommt. Da brauchst du nur sagen, nein, kein Mord, und schon wird dein Buch zur Seite gelegt. Aber niemand spricht davon, dass alle Krimis eben doch letztlich Unterhaltungsliteratur sind und sonst gar nichts. Jetzt ist es schon passiert. Sehen Sie, ich habe mich doch festgebissen. Das liegt an meinem Pflichtbewusstsein. Statt dass ich mich nämlich einfach draußen auf die Terrasse in die Sonne lege, sitze ich am Laptop und versuche krampfhaft zu arbeiten. Meine Mutter verfolgt mich. Nachts. Sie wartet in einer dunklen Ecke des Spitzbodens, bis sie das Gefühl hat, ich schlafe oder schlafe fast und bin also wehrlos. Dann tritt sie aus der dunklen Ecke hervor und greift sofort an. Ich habe dir immer angeboten, sagt sie und schaut auf mich herunter, dir eine Freundin zu sein. Aber du hast mir nie etwas erzählt. Weder wenn du dich verliebt hast, noch wenn du dich wieder getrennt hast, nicht einmal über deine Freundinnen hast du mit mir gesprochen oder über die Schule. Alles, was ich je von dir erfahren habe, musste ich dir geschickt aus der Nase ziehen. Und genau das wirfst du mir bis heute vor. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du am Wochenende und in den Ferien so lange im Bett liegen geblieben bist, bis du angenommen hast, dass ich nicht mehr beim Frühstück im Wohnzimmer sitze, wo du vorbei musstest, wenn du von deinem Zimmer ins Bad wolltest? Lass mich in Ruhe, hast du immer gesagt. Lass mich in Ruhe ins Bad gehen, in Ruhe Zähne putzen, in Ruhe frühstücken, in Ruhe lernen, in Ruhe spielen. Aber wenn ich dich wirklich in Ruhe gelassen hätte, dann hätte ich doch überhaupt nichts über dein Leben erfahren. Und da heißt es immer, man soll den Kindern ein verständnisvoller Freund und Ratgeber sein. Ja, was soll ich denn verstehen und was raten, wenn ich nichts weiß? Da weiß ich ja über jede x-beliebige Filmschauspielerin mehr als über dich. Du wolltest mir nicht einmal sagen, wenn du ins Schwimmbad gegangen bist. Immer hast du so getan, als ginge mich das alles nichts an. Aber es geht mich etwas an, was du tust und was du nicht tust. Ich bin deine Mutter. Ich bin verantwortlich für dich und dein Schicksal. Wenn dir etwas zustößt, dann bin ich schuld. Wenn du unglücklich wirst in deinem Leben, dann bin ich schuld. Wenn du krank wirst oder stirbst, dann bin ich schuld. Wenn du dir irgendetwas antust, dann kann ich niemals wieder glücklich sein. Es ist ja überall das Gleiche. Zum Beispiel heute gehe ich zur Physiotherapie und da sehe ich gleich, mein Physiotherapeut ist total deprimiert. Wegen seiner Freundin natürlich, die ihrerseits total deprimiert ist. Dabei ist die Frau Bodybuilderin. Sehr gut beisammen, oberflächlich gesehen. Aber in Wirklichkeit körperlich und physisch ein Wrack, sagt mein Physiotherapeut. Es liegt wahrscheinlich an der Ernährung und an den Anabolika. Auch am Training, nehme ich an, Bandscheibe kaputt, Schulterschmerzen, Lähmungserscheinungen. In der Folge Muskelabbau am linken Arm. Eine Katastrophe für eine Bodybuilderin. Ich sage es ja immer, es gibt keinen wirklich glücklichen Menschen. Jeder hat seine Last zu tragen. Der eine mehr, der andere weniger. Jetzt überlegt mein Physiotherapeut, ob er seine Freundin verlassen soll, bevor es zu spät ist. Ich kann ihm eigentlich nur dazu raten. Ich weiß aus Erfahrung, dass es immer schwerer wird, jemanden zu verlassen, je länger man zögert. Weil man gewöhnt sich mit der Zeit ja an fast alles. Siehe Natascha Kampusch, die 8 Jahre lang in einem fensterlosen Raum gefangen gehalten wurde. Oder Saddam Hussein und die Erdlöcher, bevor er von den Amerikanern gefangen und dann gehängt wurde. Ohne jetzt direkt vergleichen zu wollen. Also im Fall meines Physiotherapeuten ist es ja so. Seine Freundin wird immer aggressiver. Er sagt etwas, sie fühlt sich sofort angegriffen und fährt ihn an. Ich persönlich bin der Ansicht, ihre Nerven liegen blank. Ich weiß, wovon ich spreche. Weil oft geht es mir in letzter Zeit so, dass Bruno irgendetwas sagt oder nicht sagt und dann sage ich auch schnell was und schon sind wir in einer gewissen Aggression drinnen. Aber in Wirklichkeit sind es nur die Nerven, beiderseitig. Jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob Bruno oder eine Bodybuilderin aggressiv wird. Das ist mir schon klar. Aber soweit ich verstanden habe, ist die Bodybuilderin meines Physiotherapeuten keine Schlägerin,
sondern im Gegenteil eine sogenannte Seele von Mensch. Aber andererseits sind es ja oft die sogenannten Seelen von Menschen, die dann an einem Wochenende hergehen und ihre ganze Familie ausrotten. Neuerdings suchen mich meine Mutter und mein Ex gemeinsam nachts heim. Sie haben sich anscheinend schon lange, bevor ich ins Bett gehe, auf ein oder mehrere Gläser Wein verabredet und fallen dann gemeinsam über mich her. Besonders sind sie sich darin einig, dass ich in der Erziehung meiner Tochter völlig versagt habe. Warum sprichst du denn nicht einmal ausführlich mit ihr, sagt meine Mutter und hebt den vorwurfsvollen, jawohl, Blick von ihrem Kreuzworträtsel. Sie muss doch nicht die halbe Nacht telefonieren oder im Internet surfen. Das Kind ist verschlossen geworden, sagt mein Ex und richtet seinen nicht weniger vorwurfsvollen Blick auf mich. Ich habe dir immer gesagt, sagt mein Ex und nimmt schnell noch einen Schluck Wein, dass du ein durch und durch verschlossener Mensch bist. Und außerdem feige, sagt er. Und meine Mutter zuckt zusammen, weil sie das niemals so direkt sagen würde. Feige und kalt, ergänzt mein Ex. Meine Mutter lächelt. Sie meint es gut, sagt sie zu meinem Ex, weil sie allein weiß, wie viel er schon getrunken hat, bevor ich ins Bett gekommen bin, und dass er dann leicht aggressiv wird. Aber mein Ex lässt sich von niemandem beruhigen, wenn er mich aufklärt über meinen Charakter. Und schon gar nicht von meiner Mutter. Das Kind ist es nicht gewöhnt, klare Worte zu hören, sagt er halb zu meiner Mutter und halb zu mir. Und deshalb erkennt es weder seine Grenzen noch seine Freiheiten. Mein Ex hält große Stücke auf seine erzieherischen Fähigkeiten, weil er einmal eine vergleichende Arbeit über die Bedeutung von musikalischer Erziehung bei Mozart und Bach unter besonderer Berücksichtigung musiktherapeutischer Aspekte geschrieben hat. Neulich, es war gerade Weltfrauentag, saßen Julia und ich beim Arzt. Julia wegen einer zähen Bronchitis, ich wegen einer juckenden Warze auf dem Rücken, die mir bereits seit geraumer Zeit Sorgen macht, weil ich Angst habe, es könnte Hautkrebs sein. In meinem Alter weiß man schließlich nie. Jedenfalls saßen Julia und ich im Badezimmer unserer Hausärztin und blätterten in Zeitschriften. Wegen des Weltfrauentages waren die Zeitschriften alle voll mit einschlägigen Themen. Da stießen wir auf einen Skizzenvergleich des männlichen und des weiblichen Gehirns. Auf den beiden Skizzen war eindeutig zu sehen, dass der Anteil des männlichen Gehirns in sämtlichen Bereichen, die mit Gefühl zu tun haben, sagenhaft klein ist, im Vergleich mit dem entsprechenden Anteil im weiblichen Gehirn. Nur der Trieb- und Instinktanteil hatte beim Mann die Form und Größe etwa einer Eidechse, während er bei der Frau eher Form und Größe einer Kaulquappe hatte. Julia und ich haben plötzlich wahnsinnig gelacht. Julia wäre sogar beinahe vom Sessel gefallen. Anschließend hat sie dann einen Hustenanfall bekommen, der sich gewaschen hat. Wir haben noch gelacht und Julia hat dazu gehustet, als wir schon von der Ärztin aufgerufen wurden, und die hat uns dann im Ordinationszimmer gefragt, wieso wir so lachen. Da hat Julia ihr schnell die Zeitschrift gezeigt und die Ärztin hat dann ebenfalls so gelacht, dass ihr die Tränen über die Wangen gelaufen sind. Und schon wieder ist Samstag und ich schlage die Wochenend-Literaturbeilagen der verschiedenen Zeitungen auf und lese die haarsträubendsten Rezensionen. Lauter Besserwisser, die aber selbst nichts zustande bringen. Da lese ich doch neulich in einer Rezension voll Häme, dass in den Büchern einer bestimmten Autorin stets kränkelnde Personen vorkämen. Ja, muss man denn neuerdings gesund sein, um literaturwürdig zu sein? Wird uns vielleicht mit der Zeit unser Versicherungsbeitrag nicht nur erhöht, wenn wir selbst zu dick und zu faul sind oder rauchen, sondern auch wenn die Figuren in unseren Romanen zu faul und zu dick sind und rauchen. Es wird eine flächendeckende Gesundheit verlangt, so viel ist sicher. Aber dass sie jetzt auch in der Literatur Einzug hält, ist schon ein wenig beklemmend. Nachdem wir jahrhundertelang beinahe ausschließlich von kränkelnden Personen in den Romanen der Weltliteratur gelesen haben, sollen auf einmal alle Personen der Weltliteratur fit sein, weil sonst irgendein hüftlahmer Rezensent die Nase rümpft. Wo doch sowieso schon längst erwiesen ist, dass die ganze Fitness nichts nützt und du eines Tages tot umfällst, kannst du noch so viel gejoggt haben. Weil nämlich alles zusammenhängt.
Die Luft und die Nahrung und das Wasser und der viele Ärger, den du beim Lesen von Rezensionen in Literaturbeilagen der Zeitungen hast, verlängert dein Leben auch nicht gerade. Es breitet sich ein Gründlichkeitsdenken aus, das nachgerade unheimlich ist. Belohnung, Bestrafung, ja oder nein, hü oder hot, da gibt es nichts dazwischen. Und wenn die Juden weg müssen, dann alle. Und wenn alle weg müssen, dann gleich vergasen. Auch die kränkelnden Personen und alle, die zu dick sind und zu faul oder die rauchen. Auch die Alkoholiker und die Drogenabhängigen und die Sozialhilfeempfänger und die Aussteiger und die Versager und die Niedriglohnempfänger und die Sozialschmarotzer, die Ausländer sowieso, auch die Hundebesitzer, die den Hundekot nicht mit der Schaufel in das Sackerl oder die Tüte schaufeln und die Omas, die ihr Geld nicht allein beim Geldautomaten beheben können und die Schwachköpfe, die so blöd sind zum Telebanking und die Niederschichtler alle, die keine Ahnung von den Aktienkursen haben und die Trotteln, die nicht einmal ihren Provider kennen und alle alleinerziehenden Mütter, die ihre Kinder sowieso immer öfter verwahrlosen lassen und die verwahrlosten Kinder und deren verwahrloste Katzen und Hunde. Wir sind heute alle so damit beschäftigt, nicht vergast zu werden, wenn es wieder mal so weit ist, dass wir keine Zeit mehr haben zu kränkeln. Nehmen Sie nur einmal meine Situation jetzt im Augenblick. Julia ist gerade von der Schule nach Hause gekommen. Ich habe dem Rat sämtlicher Psychologen und Pädagogen folgend unter Aufbringung meiner gesamten Beherrschung und Disziplin nicht gefragt, ob es etwas Neues gibt in der Schule. Sie ist schnell an mir vorbeigelaufen und in den ersten Stock gesprungen, um zu vermeiden, nach der Schule ein gutes warmes Essen und etwas zu trinken zu sich zu nehmen, wo sie sich jetzt mit Klavierspielen von der Schule erholt. Musik als Ausgleich, ausgezeichnet, kann ich da nur sagen, als Mensch und Mutter. Andererseits, mein Schreibfluss ist dadurch unterbrochen. Würde ich jetzt in Versen schreiben, wäre das natürlich die Totalkatastrophe. Aber so ist es wahrscheinlich besser. Ich habe ohnehin das Gefühl, mich da vorhin mit der Parallele zwischen Tier und Mensch vergaloppiert zu haben. Eidechsenhirn und so weiter. Bei den Kulturtagen in Alberndorf, welche ich nur aus Zufall und total privaten Gründen besucht habe, hat ein Biologe in der Podiumsdiskussion zum Thema Kunst und Natur gesagt, dass der Mensch alles mit Gefühlen belege, während die Natur aber von sich aus gefühllos sei. Der Assistent des Bürgermeisters hat heftig genickt. Tja, da kann man auch nicht hineinschauen in so einen Assistenten. So wie natürlich niemand in den Kater hineinschauen kann. Aber trotzdem traue ich mich zu sagen, dass er sich ebenfalls durch das an sich sehr lobenswerte Klavierspiel Julias gestört fühlt, weil er sich auf die Terrasse hinausgelegt hat. Und zwar auf den Rücken auf die Bank in der Sonne. Die Pfoten hat er eingezogen und an seine Ohren gepresst. Die kleine Katze ist überhaupt verschwunden. Das tut sie oft. Leider verschwindet sie auch in Kleiderkästen, Küchenkästen und sogar in der Waschmaschinentrommel. Wenn ich sie nicht gleich finde, dann habe ich oft Angst, dass sie im Geschirrspüler sitzt oder in der Waschmaschine, während die laufen. Weil miauen kann sie anscheinend noch nicht. Trotzdem hat man bei so einer Katze nicht die Panik wie bei einem Kleinkind. Manchmal denke ich, ich habe mir damals die Nerven ruiniert, als Julia noch ein Baby war. Es ist unvorstellbar, was in einem Haushalt alles passieren kann. Da darfst du gar nicht ins Grübeln kommen. Und so ein Kleinkind ist extrem neugierig, siehe Katzenkind, und muss alles ausprobieren. Da mache ich mir jetzt noch nachträglich Vorwürfe, dass ich Julia damals womöglich in ihrer Neugierde eingeschränkt habe. Ich meine, wenn ich bedenke, dass mich heute fast gar nichts mehr interessiert und das Kind doch eine ununterbrochene Lust an der Entdeckung der Welt hat, dann ist natürlich jede Einschränkung eine Katastrophe. Jetzt sind Sie vielleicht an dem Punkt angelangt, wo Sie sagen, so eine Hysterikerin macht sich wegen nichts und wieder nichts Vorwürfe und so weiter. Aber bedenken Sie bitte, unter welchen Mühen der Mensch lernt, sobald er zu denken begonnen hat. Und welche schreckliche Angst wir dem Kind mit unserer Angst wahrscheinlich machen. Damals in Alberndorf habe ich mir gesagt, wahrscheinlich ginge es gar nicht ohne den ganzen Gefühlsaufwand. Wir würden uns gegenseitig umbringen, wenn wir der Natur nachgeben. Weil von Haus aus ist ja auch der Mensch Teil der Natur und damit völlig gefühllos. Ich habe schon vor der Podiumsdiskussion in Alberndorf zu Bruno gesagt, der Mensch ist nicht in der Lage, die Natur zu beherrschen.
Weil entweder oder. Entweder er ist Teil oder nicht. Dann nützt die ganze Wissenschaft nichts. Es ist mir sowieso ein Rätsel, wieso die Wissenschaftler nicht reihenweise wahnsinnig werden. Egoistin, stößt mein Ex nachts neben meinem Bett zwischen zusammengekniffenen Lippen hervor. Wenn du dich mir nur einmal anvertraut hättest, jammert meine Mutter neben ihm. Wenn du nur ein einziges Mal zugegeben hättest, dass du einen Fehler gemacht hast, ergänzt mein Ex. Wenn du dich nur manchmal bemüht hättest, auch mich zu verstehen, japst meine Mutter, mein Ex. Einmal nur. Entschuldige bitte, ich habe einen Fehler gemacht. Meine Mutter. Sich einmal nur so richtig aussprechen. Mein Ex. Ja sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Meine Mutter. Oder mal einfach weinen. Mein Ex. Es tut mir leid sagen. Meine Mutter. Mutter zu mir sagen und nicht immer nur Mama. Mein Ex. Es tut mir leid, fertig. Meine Mutter. Einfach mal Mutter statt Mama. Mein Ex. Wenn ich jemandem auf die Füße trete, meine Mutter, Mama klingt so abfällig. Mein Ex, dann beschuldige ich ja auch nicht denjenigen, dem ich auf die Füße getreten bin. Meine Mutter so distanziert. Mein Ex, sondern dann sage ich, meine Mutter, Mutter. Mein Ex, es tut mir leid. Schon wieder über einen Krimi in der Wochenendliteraturbeilage einer großen deutschen Zeitung gelesen. Euphorische Kritik. Besonders wurde lobend hervorgehoben, dass dieser Krimi so enorm gesellschaftskritisch sei. Ich weiß auch nicht, wieso Gesellschaftskritik dem deutschsprachigen Leser seit neuestem solchen Genuss bereitet, dass er jetzt nur noch Krimis lesen möchte, weil dort noch Gesellschaftskritik geübt werden darf. Vor, ich sagte es schon, etwa 10 Jahren war das allerletzte überhaupt, Gesellschaftskritik. Da hat man ein Buch gar nicht gelesen, wenn Gesellschaftskritik darin geübt wurde. Und auch heute liest man Gesellschaftskritisches ja eigentlich nur, wenn es in einem Krimi vorkommt. Ein Rätsel. Ich meine, fast 3/4 der Deutschen sind dagegen, dass die Ex-RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt nach 24 Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Besonders Brigitte Mohnhaupt, weil sie nicht bereut. Sie müssen einmal bedenken, dass jeder dahergelaufene Serienmörder praktisch nach spätestens 15 Jahren freikommt, wenn er nicht in der Psychiatrie, sondern im normalen Strafvollzug gelandet ist. Und gerade die sadistischsten Frauenmörder landen ja oftmals im normalen Strafvollzug, weil als besonders hart geltende Gutachter ihnen volle Straffähigkeit attestieren, statt festzustellen, dass sie krank sind. Da fragt man sich doch, wo plötzlich das Interesse an Gesellschaftskritik herkommen soll. Es muss eben doch so sein, dass unterschwellig etwas ganz anders läuft als an der Oberfläche der Gesellschaft. Machst du heute eine Umfrage und befragst die Menschen nach ihren Meinungen, kommt möglicherweise etwas völlig anderes heraus als das, was diese Menschen in Wirklichkeit meinen. Ich meine, die öffentliche Meinung muss noch lange nicht das sein, was der Einzelne wirklich meint. Vielleicht meint der Einzelne längst, dass wir alle in einer Sackgasse gelandet sind, ihr wird bloß immer falsch befragt. Es werden keine Fragen gefragt, die seine wirkliche Meinung zum Ausdruck bringen, sondern solche Fragen, die eine öffentliche Meinung zum Ausdruck bringen. Möglich wäre es immerhin. Manchmal frage ich mich nachts, ob das mit der Rechthaberei meines Ex auch damit zusammenhängt, dass er Deutscher ist. Ich meine nicht, dass ich jetzt einem ganzen Volk Rechthaberei nachsagen möchte. Aber irgendetwas ist, glaube ich, dran. Weil da ist mein Ex kein Einzelfall. Das ist es letztlich, warum es mir in Berlin nicht gefallen hat, lauter Rechthaber. Ich meine, kein Mensch käme zum Beispiel in Wien auf die Idee, in irgendeiner Frage Recht behalten zu wollen. In Wien geht es höchstens einmal darum, jemanden zu beleidigen oder niederzuschlagen oder zu intrigieren. Jetzt ist es natürlich nicht fair, den Deutschen ausgerechnet mit dem Österreicher zu vergleichen, von dem doch jeder weiß, dass ihm sowieso von vornherein alles egal ist. Aber wenn mein Ex immer wieder darauf besteht, dass er vor Jahren bereits gerade dies und nicht das zu dem oder derjenigen gesagt oder dies oder das über den oder diejenige geschrieben hat
und dass er immer schon gewusst hat, dass der oder diejenige einmal dies oder das sagen würden, und wenn er der Ansicht ist, dass alle außer ihm zu feige, zu angepasst, zu faul und zu dumm sind, um gründlich nachzudenken oder innovativ zu komponieren, dann denke ich doch, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass er Deutscher ist. Der Deutsche legt Wert auf seine eigenen Einschätzungen. Das kann man im Grunde bei allen Rezensionen beobachten. Der Rezensent beurteilt ein Buch oder eine CD-Edition und besteht dann auf seiner Einschätzung. Oft Jahre oder Jahrzehnte lang. Das hat mein Ex genauso gemacht, wie alle anderen auch. Dazu kommt die Humorlosigkeit. Es gibt ja nichts Humorloseres als das deutsche Feuilleton. Das nimmt einen Text auch noch dann ernst, wenn bei den Lesungen die Zuhörer schon flach in ihren Sesseln, Stühlen, siehe weiter unten, liegen. Ja, auch der Berliner. Der Berliner glaubt von sich selbst, dass er wer weiß wie humorvoll ist. Das stimmt aber nicht. Der Berliner ist überhaupt nicht humorvoll, da kann er vom Berliner Schnauze reden, so viel er will. Die Berliner Schnauze ist nichts anderes als Rechthaberei auf etwas schnottrige Art und Weise. Gibt dir die ernsthafte Rechthaberei wenigstens noch Gelegenheit, deine Position zu formulieren, auch wenn sie am Ende nicht anerkannt wird, dir also gar nichts nützt, wirst du bei der Berliner Schnauze nicht einmal gefragt. Da wird dir nur auf möglichst komprimierte Weise mitgeteilt, wo es lang geht. Wenn du Österreicher bist, immer mit nachsichtigem Lächeln. Der Österreicher ist nämlich für den Berliner ein Halbdebiler, was man aus der Perspektive des Berliners ganz leicht an der Sprache des Österreichers erkennen kann, der nicht einmal einen Stuhl ordentlich von einem Sessel unterscheiden kann. Oder einen Kasten von einem Schrank. Oder eine Stiege von einer Treppe. Der Österreicher ist auf dem Divan gelegen, wo der Deutsche gelegen hat. Er ist auch auf der Wiese gesessen, obwohl man dort gar nicht zu sitzen hat, weil es nämlich verboten ist. Am lustigsten ist es aber, wenn der Österreicher einen Erlagschein ausfüllen will. Das ist nämlich ein Überweisungsschein. Oder wenn er im Supermarkt ein Sackerl verlangt statt der Tüte. Da lacht der Deutsche respektive der Berliner dann schon. Neuerdings hat sich ein Kinderpsychiater zu meiner Mutter und meinem Ex gesellt. Er ist ungefähr 35 Jahre jünger als ich, klein und blass, und schaut mich, da bin ich ganz sicher, ebenfalls vorwurfsvoll an. Sein 3-Tage-Bart verstärkt den Eindruck des Vorwurfsvollen noch. Er sagt, er sei der Anwalt des Kindes. Mein Ex nickt begeistert. Meine Mutter wiegt den Kopf. In jedem Fall, egal um was es sich handle, wiederholt der Kinderpsychiater, Anwalt des Kindes. Jetzt nicke ich auch, was soll er denn sonst als Kinderpsychiater sagen, wenn er schon einmal hier ist? Und ich bin ganz seiner Meinung und verstehe auch nicht so richtig, wie ich dazu komme, plötzlich in der wesentlich schlechteren Rolle, nämlich der Mutter zu sein, auf deren Seite so ein Kinderpsychiater naturgemäß gar nicht stehen kann, weil sonst hieße er Mütterpsychiater und nicht Kinderpsychiater. Ich bin auch auf Seiten der Kinder, aber das nützt mir jetzt nichts. Der Kinderpsychiater schnalzt mit der Zunge. Dadurch wirkt er nicht nur vorwurfsvoll, sondern auch missmutig. Aber vielleicht macht er mir gar keine Vorwürfe und ist auch gar nicht missmutig, sondern das mit der Zunge ist nur ein Tick. Der Kinderpsychiater sagt, dass viel zu wenig gesprochen werde in den Familien. Er hebt jetzt eindeutig missmutig den Kopf und schaut mich an. Dadurch vereinsamen die Jugendlichen, sagt er mit beinahe erstickter Stimme, und mein Ex nickt schon wieder ganz begeistert. Meine Mutter bleibt zunächst zurückhaltend, aber dann kann sie sich offenbar nicht mehr beherrschen. Ich habe immer zu meiner Tochter gesagt, sagt sie, dass wir wie Freundinnen zueinander stehen und dass sie mir sagen soll, welche Sorgen sie hat. Aber sie hat nie etwas gesagt, nie, wiederholt meine Mutter. Der Kinderpsychiater schaut mich an und lächelt fast unmerklich. Offenbar will er sich jetzt mit mir gegen meine Mutter verbünden. Im Verhältnis zu meiner Mutter bin ich eben das Kind und er ist mein Anwalt. Eine Mutter, sagt er lächelnd zu mir, kann niemals die Freundin ihrer eigenen Tochter sein. Weil, sagt er weiter und hebt sogar den Zeigefinger der rechten Hand, weil sie die Mutter ist. Wem sagt er das? Ganz meine Meinung. Aber das nützt mir ebenfalls nichts. Sie sind die Mutter, wiederholt er, als ob ich schwachsinnig wäre und irgendeinen Zweifel an dieser leidigen Tatsache hätte.
Das sage ich seit Jahren, sagt da mein Ex.